Ich habe meine Zeit an meiner demokratischen Schule, an der Freien Schule Capriole, mit vielen verschiedenen Dingen verbracht. Man hat die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und die Dinge zu tun, die einen im Moment interessieren. Das heißt, ich habe ziemlich lange mit meinen Freunden Fußball gespielt, ich habe mit Computern gearbeitet, habe da eine ganze Menge gelernt. Ich habe in meinen späteren Jahren dann auch angefangen, normale Schulsachen zu lernen. Ich war in der Holzwerkstatt und konnte frei das tun, was mich interessiert hat, in jedem einzelnen Moment. Für mich bedeuten demokratische Schulen eigentlich alles. Mein ganzes Leben kommt mir irgendwie so vor, habe ich in dieser Schule verbracht. A democratic school is a school where the students are happy. Ich habe die Sachen, die ich hier gelernt habe, die habe ich dadurch gelernt, dass ich sie ganz einfach gemacht habe. A democratic school, I would say, is a place where an 11-year-old or 6-year-old can feel as equal as the teachers. Das ist unbeschreiblich, man ist total glücklich, weil man einfach das tun konnte, was man wollte. Und das macht einfach froh. Wie ich das finde, ich finde es voll gut. Ich kann da lernen, was ich will. Weil in dieser Art von selbstständigem Erschließen von Wissen etwas stattfindet, was wir inzwischen aus der Hirnforschung eben gelernt haben, was die Voraussetzung dafür ist, dass Wissen auch nachhaltig im Hirn verankert werden kann. Es fällt einem hier sehr viel einfacher, sich für Dinge zu begeistern. Auch für Dinge, die dann auch der eigentliche Schulstoff sind, weil es einem einfach auf eine ganz andere Art und Weise näher gebracht wird. Es muss dann nämlich, außer dass man die Fakten liest oder hört, noch etwas dazukommen, nämlich dass es einen interessiert. Ich lerne auf jeden Fall sehr gerne. Und man freut sich auf die Schule. Es gibt so viele Kinder, die sagen, ich will nicht in die Sommerferien. Und ich glaube, das ist das beste Zeichen, dass man hier einfach lebt. Yeah, you find out what you want to do in your life very early. I've always felt quite free, actually. Ich will nicht irgendwas tun, was für andere richtig ist, sondern einfach das, was ich will und ich sein. Also Neugier ist eigentlich ganz wichtig, weil wenn du an der demokratischen Schule keine Neugier hast, dann fällt es dir auch nicht so leicht, was zu lernen, weil ich habe ganz viel dadurch gelernt, dass ich einfach angefangen habe, Fragen zu stellen. Der Mechanismus der Neugier, was passiert da im Kopf, den haben wir ziemlich gut verstanden und deswegen haben wir auch verstanden, wie wichtig Neugier wirklich ist. Wenn ich mit Neugier lerne, bleibt es einfach viel besser hängen. Je mehr Neugier, desto besser. If you talk about people at large, about democratic school, and you tell them that the students learn what they want to learn, when they want to learn, where they want to learn, the first reaction is, but then they will never learn anything. If you watch somebody who's really seriously, deeply, profoundly interested in something, you can't stop them learning. Weil ich Lust drauf hatte. Irgendwie wollte ich das lernen und dann hat mich nichts abgehalten. Frohe Kinder lernen besser. Und das ist banal, aber es ist auch wahr. Of course, children love to learn. Kinder lernen ja in den ersten 6 Lebensjahren unglaublich viel und da drängt sie überhaupt niemand. Also wenn jemand laufen lernt, das macht er aus völlig freien Stücken. As a parent, to put your child in a democratic school, you really need to believe in your child and trust in your child. Trust plays a very big role. Because your child is capable of making these decisions. Weil wir reden ja über das kompetente Kind. Woher soll man denn Vertrauen nehmen? Ich glaube, Vertrauen kann man nur geben und nicht irgendwo hernehmen. Vertrauen in sich selbst und ins Team. Die Lehrer, die mir ihr Vertrauen schenken, die schenken mir ihr Vertrauen, weil sie mich mögen. They make use of that freedom in an appropriate way. I don't know, I think the most special thing is the teacher's relationship. That's what I found most different and most exciting. I love the relationship between teachers and students. Als hättest du eine ganz große Familie. Lernen kann nur sinnvoll stattfinden, wenn eine Begegnung auch stattfindet mit anderen Menschen. Wir haben hier zum Beispiel wöchentlich eine Schulversammlung. Also eine Schulversammlung ist was riesig Großes. Wir als Schüler haben da unseren kompletten Schulalltag für uns gestaltet. And it's a really good experience being around people of all ages, because you you get a sense of what it was like when you were that age. Man kommt jeden Tag her und lebt einfach. Ich will eine Schule, an der Schüler sich total glücklich fühlen und das Gefühl haben, wow, ich kann das machen, was mir wichtig ist.
The whole school, they just feel quite united. Gemeinschaft erlebt man hier jeden einzelnen Tag. Ich finde halt, dass Freundschaften was Gutes ist für dein Herz. Diese Erfahrung, dass man in einem Team mit anderen sich die Welt erschließt, dass man im Team mit anderen etwas entdeckt, etwas gestaltet oder sich noch besser sogar um etwas kümmert, ist ja die allerschönste Erfahrung, die man überhaupt machen kann. Dann entstehen auch andere junge Menschen. Ich habe meinen Hauptschulabschluss mit 1,3 bestanden, meinen Werkrealschulabschluss mit 1,1. 1,1. And you're doing the whole thing for yourself, not for the teachers, not for your parents, really. Ich glaube, es ist wichtig, im Leben glücklich zu sein und irgendwie für sein Glück zu kämpfen und möglichst auch dabei, die anderen zu berücksichtigen. I'm very happy to have gone there. Very happy. Learning is fun, and knowledge is fun. Ich bin ich und life is fun. They learn that life can be fun. Ich kann machen, was ich will. Well, they are playing, but what they're just playing is life, and what they're just doing is learning. If you take everything that a democratic school has to offer, you can learn a tremendous amount. I'm just grateful for the whole experience. Ja, schaut's euch an. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man das tun kann, was man will. I would recommend anyone to go to a democratic school if you have the opportunity. Definitely. My dream, of course, is that we give up these dreadful authoritarian, prescribed, hateful state systems that absolutely, obviously failing, because we need all the creativity and innovative capacity developed in our young people. We need to absolutely maximize this, or we have no future as a planet.